So, es ist immer noch warm. Ja, es bleibt warm. Es ist und bleibt warm. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Ich habe es beim ersten Mal richtig gesagt. Ja, beim ersten Mal. Richtig stolz. Wir kommen heute zu einem Thema, das überfällig ist. Und zwar zum Thema Wickelgamaschen. Yay. Wickelgamaschen sind halt eben immer wieder so ein Thema, sie tauchen immer mal wieder auf, wird oft mit einer späteren Kriegsdarstellung assoziiert, ist aber nicht so ganz richtig. Die Geschichte hinter den Wickelgamaschen fängt schon deutlich früher an tatsächlich. Also schon bereits 1914, also im Herbst bzw. im Winter 1914 hat die Truppe schon Wickelgamaschen angefordert beim Kriegsministerium. Die haben sich aber dann nicht so richtig dazu hinreißen lassen. Das wurde dann im Endeffekt richtig offiziell, wurde es nur genehmigt von der Bayerischen Armee. Da wurden dann, ich glaube, 16.000 Paar wurden dann beschafft und ausgegeben an die bayerischen Truppen. Es stand den Soldaten aber natürlich frei, diese Wickelgamaschen selbst zu beschaffen. Und die waren auch geführt als Zusatzbekleidung bei der deutschen Armee. So, das Problem hierbei war jetzt natürlich, dass so eine Wickelgamasche, die war ursprünglich halt eigentlich nur gedacht, um den Stiefel oben abzubinden. Das war die Grundidee dahinter. Man hatte ja den Marschstiefel und mit so einer Wickelgamasche war damals eigentlich nur angestrebt worden, die um den Stiefel zu wickeln und oben den Schaft zu verschließen, damit kein Scheiß mehr da reinfällt. Irgendwelche Steine, irgendwelcher Sand. Das sollte damit verhindert werden. Ja, weil der Stiefel ja schon Gamaschen abgelöst hat. Ne? Weil Gamaschen ist ja eigentlich an sich nichts Neues im Militär. Genau. Gab es ja schon ab dem 17. Jahrhundert, wo halt noch Halbschuhe getragen wurden, ne? Wo man einfach nur Gamaschen zum Knüpfen dann eben genommen hat. Genau. Und hat dann ja der Marschstiefel eigentlich abgelöst. Nur der hat natürlich die Schwäche, dass oben immer noch eine Öffnung ist. Und wenn man dann tiefer sinkt im Matsch oder eben auf dem Marsch ist oder so, dann kann natürlich oben trotzdem Geröll rein. Und deswegen haben sie die dann noch drum gewickelt. Genau. Das wurde dann ein bisschen zweckentfremdet von den Soldaten, also sowohl von denen, die es privat beschafft haben, als auch von denen, die das ausgegeben bekommen haben. Und zwar hat man dann angefangen, diese Wickelgamasche mit dem Schnürschuh zu tragen, der ja auch standardmäßig zu jeder Ausrüstung gehört hat. Hatte natürlich den riesen Vorteil, es kam gar kein Dreck mehr in den Schuh. Man hatte einen besseren Sitz. Und daher erfreute sich das auch einer sehr hohen Beliebtheit. Gerade auch Offiziere, die ja dann schon Ledergamaschen trugen, haben dann angefangen, auf die Wickelgamasche zurückzugreifen. Das wurde den Offizieren tatsächlich dann auch verboten. Allerdings nur hinter der Front, also auf Heimaturlaub. Da war denen das dann verboten, die Wickelgamasche zu tragen, und es wurde dann an der Front toleriert. Das haben auch viele der Soldaten natürlich mitbekommen, und gerade die das ausgegeben bekommen haben, haben das dann weitergetragen. Durch diese Verselbstständigung der Entwicklung hat dann natürlich das Kriegsministerium versucht, dagegen anzugehen, und zwar indem man gesundheitliche Bedenken geäußert hat. Da durch das Tragen der Wickelgamasche, das heißt, klar, wenn ein Stoff sich mit Feuchtigkeit voll saugt, quillt er auf, und wenn er trocknet, dann zieht er sich zusammen, und man hat dann damals damit argumentiert, dass die Thrombosegefahr zu hoch ist, und hat dann davon abgeraten, diese Wickelgamaschen zu tragen. Und gerade 1915, also als dann die Neuuniformierung kam, da wurden sie sogar in dem Blatt, was dazu ausgegeben wurde, explizit verboten. Aber man konnte natürlich den Soldaten nicht verbieten, ihre eigenen Bestände aufzutragen. Es gab dann am 18.09. auch einen richtig offiziellen Bescheid, also 18.09.1915. Darin war dann ganz klar vorgegeben, dass die Einführung dieser Wickelgamasche offiziell abgelehnt wurde. Allerdings, ja, wie gesagt, die Soldaten haben sich drüber hinweggesetzt, zumal es da ja auch eine gewisse Zweigleisigkeit gab. Diese Wickelgamaschen wurden dann nämlich für spezielle Truppenteile dann dennoch genehmigt. Dazu gehörten zum Beispiel Flieger, dann alle offiziellen Sturmbataillone, die offiziell waren, die haben die dann auch ausgegeben bekommen, und alle Gebirgstruppen. So, nun
hatte man aber Materialknappheit ab 1916. Und da war natürlich dann das Riesenproblem, dass man nicht mal mehr die Soldaten mit Wickelgamaschen ausstatten konnte, die berechtigt gewesen wären. Also das sind dann diese eben diese drei genannten Formationen. Und dann hat man so ein bisschen die Vorgaben gelockert für Wickelgamaschen. Da war dann nicht mehr die Vorgabe, dass die aus feldgrauem Tuch sein müssen, sondern da war dann auf einmal alles zugelassen. Also wirklich alles, was man in die Finger gekriegt hat, hat man sich dann rumgewickelt. Da gab es dann alle möglichen Formen. Es gab Feldgrau, es gab Steingrau, es gab so ein Olivgrün, es gab auch teilweise so, man müsste jetzt sagen, ein echt weiß, also oder Eierschale würde man das heutzutage vielleicht nennen, also einfach ein ungefärbtes, ein Wollweiß, jetzt haben wir es, Wollweiß und auch aus verschiedenen Materialien. Es gab Hersteller im zivilen Bereich, die haben auch schon Wickelgamaschen gerade für das Sportwesen produziert, für das Wander- und Sportwesen. Und da waren die Wickelgamaschen, die bekanntesten jetzt sind zum Beispiel die Mars- und die Hindenburg-Gamasche, die waren anders als die militärisch gelieferten halt nicht aus reinem Wollstoff, aus Wolltuch, sondern die waren aus, die hatten ein gewisses elastisches Material mit drin. Deswegen konnte man die auch gerade wickeln. Die haben sich dann der Wade angepasst und saßen dann gut. Das war bei den Wollgamaschen nicht der Fall. Das ist aber nicht weiter schlimm. Es gibt Methoden, wie man diese Wollgamaschen wickeln kann, dass sie vernünftig am Bein anliegen, und die zeigen wir euch jetzt. So, dann zeigen wir euch einmal, wie man die Wickelgamasche wickelt. Da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Also die Deutschen haben ja die Wickelgamasche eher gerade um das Bein gewickelt. Das ist leider heutzutage nicht mehr so einfach aufgrund der Repro-Gamaschen. Originale Gamaschen hatten halt ein bisschen anderes Material, das hat sich besser an die Wade angelegt. Das würde dann wie folgt aussehen. Wichtig ist, dass ihr die Hose nehmt und dass der Streifen an der Seite, der Vorstoß, möglichst mittig an der Seite von eurem Bein ist. Und dann klappt ihr die Hose in die Wickelrichtung um. Dann könnt ihr die Wickelgamasche nehmen und setzt schön weit unten am Fuß an und wickelt da möglichst sauber, also sauber, wie es sich irgendwie machen lässt, gerade drumherum. So, die typische Wicklung, die alle kennen, hatte ich gerade schon mal angesprochen, die wäre quasi gerade. Also, dass man immer gerade wickelt, aber ihr seht schon, da ergibt sich gerade bei meiner Wadenform das Problem, hier habt ihr so Abstände und das sieht nicht gut aus. Aber das muss nicht gerade, du kannst es 45 Grad so leicht hoch machen. Ja, Das also habe ich in dem Video gesehen, also du kannst es immer genau. so ein bisschen hoch. Genau, also man kann es natürlich auch immer so ein bisschen hochdrehen, aber dann habt ihr hinten trotzdem Abstände und Lücken. Es sieht einfach nicht schön aus, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mir ein bisschen die französische Wicklung angewöhnt, also wie das bei den Franzosen viel gemacht wurde. Dann passt sich das Ganze nämlich besser ans Bein an. Da geht ihr nach den ersten Wicklungen hier unten einmal wirklich 45 Grad hoch. Dann könnt ihr in der Mitte von eurem Schienbein Dann könnt ihr in der Mitte vom Schienbein euren Finger drauf halten und die Wickelgamasche einmal um 45 Grad drehen und von hinten wieder nach oben führen. Dann kommt ihr wieder 45 Grad nach oben, klappt die Wickelgamasche wieder um, sodass ihr hier oben möglichst eine gerade Linie habt und kommt von hinten wieder hoch. Genau, so lässt sich die Wickelgamasche nämlich ziemlich gut und fest wickeln und den oberen Rand, den könnt ihr dann einfach gerade machen, um den Rest noch einzufassen. Am besten die Wickelgamasche auch so binden, dass sie schön bis unter das Knie geht. So sieht es dann am Ende des Tages meiner Meinung nach am besten aus. Macht hier oben den Bindfaden drum zur Befestigung und macht dann einfach das Ende, so mache ich das jedenfalls, das könnt ihr einmal von unten nach oben durchschlaufen. Es gab später auch Befestigungen dafür, also so extra Klammern kann man sich organisieren, muss man aber nicht. Und damit das Ganze nicht aufgeht, klappt ihr den oberen Rand um und dann sitzt die Wickelgamasche. So, listen and repeat. Andere Seite, schön darauf achten, dass der Streifen an der Seite ist. Wieder das Hosenbein in die Wickelrichtung umklappen. Dann die Gamasche nehmen, möglichst weit unten am Fuß ansetzen.
und um euer Leben wickeln. Genau, wie gesagt, ich mache das unten immer zweimal und dann gehe ich die ersten 45 Grad hoch, klappe das Ganze um, wieder hoch und wieder umklappen. Also erkennt man auch schön an der Wicklung, man hat dann hier so ein Muster drin. Wie gesagt, das ist zwar für deutsche Truppen untypisch, aber deutlich praktischer zu wickeln und es sieht zum Schluss einfach besser aus. Und da man heutzutage ja weniger auf Funktionalität angewiesen ist als auf Optik, und das Auge ist schließlich mit, wir wollen ja alle hübsch sein in unseren Uniformen, wickeln wir das Ganze natürlich so, dass es zum Schluss auch so gut wie möglich aussieht. Genau, so. Und das ist dann der ganze Zauber. Sieht man dann, liegt überall schön an. Unten wichtig ist, dass ihr auch immer die Wickelgarmasche über den Schuh macht, weil Sinn und Zweck der Wickelgarmasche war es am Ende des Tages, dass kein Dreck und kein Geröll in den Schuh eindringen kann. So, nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie diese Gamaschen gewickelt wurden, dann schauen wir uns nochmal an, wie sich das Ganze geschichtlich weiterentwickelt hat. Gerade in den Jahren 1916 bzw. 1915 Ende und 1916 über hatte sich halt eben gezeigt, dass gerade Mannschaften und Unteroffiziere diese Wickelgamaschen trotz Verbot einfach weitertrugen und da konnte man nichts mehr gegen machen. Man ist der Situation nicht mehr Herr geworden. Das war dann so. Das musste man auch so hinnehmen. Das heißt natürlich nicht, dass die Wickelgamasche und der Schnürschuh den Stiefel komplett abgelöst haben, aber dennoch war das dann halt eben ein Erscheinungsbild, das den Soldaten der deutschen Armee damals so sehr stark gekennzeichnet hat. Ja, und auch sehr stark an die anderen Kriegsparteien so ein bisschen, ja, sich angelehnt hat, so ein bisschen. Ne? Die Briten und die Franzosen, die haben, das Bild hat die ja schon lange so geprägt. Ja, oder auch die Amerikaner. Die Amerikaner hatten ja dann auch direkt Wickelgamaschen und teilweise Stoffgamaschen dann. Oder eher Stoffgamaschen und teilweise Wickelgamaschen. Da muss ich jetzt aufpassen, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da bin ich nicht ganz so im Thema. Aber ja, Wickelgamaschen, wie gesagt, sie werden heute gern getragen, auch von Darstellern, weil es optisch hübsch ist. Ich für meinen Teil bin immer wieder aufs Neue zu faul, die zu wickeln. Ja. Aber man macht es ja dennoch, ein Stiefel ist jetzt schöner. Rein, raus, Thema erledigt. Ja. Wir befinden uns aber auch nicht im Kriegszustand und haben uns mehr oder weniger, haben wir dann das große Glück, da nach Luxus zu entscheiden und nach optischem Wohlgefallen. Ja, aber die sind halt im Winter besser, ne? Im Winter hast du dann wärmere Beine als mit Stiefeln. Genau, das stimmt. Das ist nochmal ein großes Argument für die Wickelgamasche. Ja. So, dann schauen wir uns noch mal kurz, bevor wir zu einer Kaufberatung kommen, schauen wir uns noch mal die Repros, die ihr so bekommen könnt, im Vergleich mit den Originalen an. Also ich habe hier ein paar Originale, die sind erstmal wesentlich breiter als die Reproduktion, also wirklich wesentlich, und sind natürlich auch aus einem deutlich besseren Tuch. Sie haben hier nochmal eine zusätzliche Verstärkung, also an dem Part, der dann am Schuh aufliegt, und sie sind so genäht, dass sie in eine bestimmte Richtung gewickelt werden müssen. Das erkennt man dann später hier. Hier ist nämlich ein roter Streifen ran und ich glaube, der rote Streifen ist einfach die rechte Wickelgamasche. Wurde dann quasi rechts rum gewickelt und die andere wurde dann links rum gewickelt. Die hatte hier vorne dann noch einen Haken, der dann im Schnürsenkelloch eingehakt werden konnte. Und dann hat man nicht so ganz diese Frickelei, wie ich sie vorhin hatte, als ich euch gezeigt habe, wie man das dann anlegt. Gibt es bei den Repros selten. Also es gibt, Rema macht zum Beispiel welche, die haben diese Haken auch. Und sonst, also ich habe immer mal wieder Leute gesehen, die dann mit solchen Gamaschen herumlaufen. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, inwiefern haben die das selber genäht. Und ich muss jetzt halt ehrlich sagen, so eine Gamasche zu nähen und die Enden zu veröden, das ist jetzt kein vernichtender Aufwand. Die waren ja auch früher gestückelt, also könnte man auch mehrere Stoffteile nehmen und die zusammensetzen. Genau. Also wie gesagt, Originale, hier militärisch gelieferte Stücke aus Tuchstoff, viele zivile Stücke dann eher aus einem, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Elastan, mit Gummizügen drin, damit die besser an der Wade anhalten. Und die Reproduktionen, die ihr aktuell bekommt, sind halt einfach stumpf aus Wolltuch. Also die
solltet ihr, wenn ihr sie schön eng anliegend tragen wollt, dann müsst ihr sie nach einem gewissen Schema drehen, aber darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Genau, wo kauft man sowas am besten? Also Wickelgamaschen bekommt ihr ganz stumpf gesagt in jedem Wikinger-Shop. In allen möglichen Farben, aus allen möglichen Materialien. Euch ist da auch so gesehen ab Ende 1916, Anfang 1917 auch überhaupt kein Limit gesetzt. Na, vielleicht solltet ihr nicht unbedingt eins in Fischgrätwebung nehmen, das ist dann vielleicht doch ein bisschen arg mittelalterlich. Aber ihr könnt in den Farben alles, was so Erd- und Brauntöne und Grautöne und Grüntöne sind, könnt ihr eigentlich alles tragen. Mhm. Genau, also ihr bekommt so Wickelgamaschen zum Beispiel in den gängigen Shops. Schusters, Nestorf, Hessen Antik und wie sie nicht alle heißen. Das sind so die gängigen Stores, wo ihr dann Geschäfte, wo ihr dann solche Wickelgamaschen bekommt. Dann ein bisschen hochwertiger ist es dann zum Beispiel ja Rema, aber da bezahlt man auch einen höheren Preis. Muss man dann ein bisschen wissen, was man möchte. Ja. Ja. Das ist und war und bleibt das Thema Wickelgamaschen. Es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das entwickelt hat. Das ist, finde ich, auch sehr interessant, dass es eigentlich grundsätzlich verboten war. Ja. Und die Leute gesagt haben, ja, und das, obwohl die meisten anderen Kriegsparteien eben auch Wickelgamaschen getragen haben. Ja, also ich könnte mir natürlich das Verbot aus zwei Gründen vorstellen. Also einmal zum einen das mit der Thrombose-Geschichte, das glaube ich nicht. Das klingt für mich wie ein Vorwand, weil es gab ja auch diverse Studien und Berichte zu dem Thema zum Marschstiefel 1866, der damals ungefähr das unergonomischste war, was es gab und schlecht für den Fuß des Soldaten jeden Marsch anstrengender machte, als hat er sein müssen. Und da finde ich den Vorwand, ja, ihr kriegt Thrombose, wenn ihr Wickelgamaschen tragt, finde ich schwierig. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man da wieder ein bisschen Angst hatte, dass sich über das traditionelle Soldatenbild hinweggesetzt wurde. Vielleicht hatte man noch Angst, dass Verwechslungsgefahr mit anderen Kriegsparteien besteht. Ja, wahrscheinlich auch, dass man halt nicht wollte, dass die Soldaten selbst entscheiden, was sie wie tragen. Weil es gab ja eine Vorschrift und daran muss sich gehalten werden. Richtig. Aber das sind halt Mutmaßungen. Ja. Na, also es fing ja an, dass man halt eben das ganz vorsichtig als Zusatzbekleidungsstück erlaubt hatte und dann wollte man es wieder verbieten und so weiter und so fort. Was nun der genaue Grund für das Verbot dahinter ist, das werden wir nie herausfinden. Nö. Wir akzeptieren nur, dass es ist, wie es ist. Ja. Genau, und in dem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses Video über Wickelgamaschen gefallen. Wenn dem so ist, schließt gern ein Abonnement ab, kommentiert, liked, macht lustige Sachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!